Hey Leute, was geht? Hier ist wieder Gerulias mit einem brandneuen Tutorial. Heute geht es um Tuwai. Es geht um die Entwicklung von Tuwai. Die erste, die wir erhalten können, befindet sich nämlich auf Tukma. Nachdem ihr die Story soweit fertig gemacht habt und den Hookshot habt, könnt ihr dort hingelangen. Es gibt aber halt einen Haken dabei, um zum Schrein zu gelangen. Ihr müsst halt ein Team benutzen, was nur aus Kristall-Temps besteht. Es können zwar ein Doppeltyp vorhanden sein, aber es muss ja mindestens ein Kristalltyp vorhanden sein, um die Leute halt herausfordern zu können. Die benutzen natürlich genau das gleiche. Wenn ihr das alles besiegt habt, habt ihr dann Zugang zum Schrein. Und das Gute daran ist, ja, ihr dürft den ganzen Weg dann wieder zurücklatschen, euch euer Tuwai holen und es dann entwickeln. Ja, das ist halt der kleine Nachteil an der Geschichte. Aber da wir ja herausgefunden haben, dass es jetzt ein Tuwai-Entwicklung ist und keine Formwechsel, ist ja meine Vermutung am Anfang ja richtig gewesen, dass Tuwai ja seine Entwicklung bekommt. Zwar nicht 10 wie ganz am Anfang vermutet, sondern nur 6, also ein Schrein pro Insel. Zu den anderen Schreins komme ich jetzt derzeit leider noch nicht, weil dort uns halt noch das Climbing Gear fehlt. Das kriegen wir halt leider erst auf Kisiwa. Ja, und dort kommen wir halt jetzt noch nicht hin. Auch nicht im Early Access am Anfang. Daher müssen wir halt ein bisschen drauf warten. Aber ich bin eigentlich schon recht zufrieden mit der Entwicklung von Tuwai. Die nennt sich ja halt Tuwain, ist Kristallwind oder Windkristall, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Und hat eigentlich sogar ein recht gutes Move-Pool, meiner Meinung nach. Man kann halt eine Toxic-Attacke halt mit den Shoin-Horn halt noch in Wasser umwandeln. Da hat man zum Beispiel noch recht guten Counter zu den ganzen Feuer-Attempts, die halt eine Bedrohung stellen. Ja gut. Die einzige Bedrohung dann noch wäre halt noch Melee-Attempts, aber so viele gibt es derzeit noch nicht. Das wird sich wahrscheinlich in der nächsten Insel noch ein bisschen ändern. Da gibt es, glaube ich, einen Boden-Melee-Attempt dazu. Es gibt auch Kristall-Melee. Ja, es gibt halt eigentlich einige Attempts, die halt dazukommen. Wie immer. Derzeit haben wir recht viele Kristall- und Toxic-Temps dazu gekriegt. Und ich bin eigentlich davon auch schon recht gut. Also ich mag viele davon. Muss ich zugeben. Und die Tuwai-Entwicklung ist recht gut gelungen. Es ist halt eher so ein physischer Attacker, der halt extrem viel Defense hat. So, nun nehmen wir mal unseren Tuwai Competitive auseinander. Wir haben ja eigentlich einen ziemlich hohen Verteidigungswert. Angriff ist auch richtig gut. Und Speed war ja bei 70. Angriff, glaube ich, bei 74. Und Death 111 von den Base-Werten her. Und damit haben wir halt schon eine solide Grundlage. Natürlich ist halt der größte Counter für Tuwai wird wahrscheinlich irgendwelche Spezialmoves sein, die es halt gibt. Aber es ist halt relativ schnell. Ja gut, gegen Yukama will ich das trotzdem nicht spielen, weil Yukama ist halt extrem schnell, hoher Spezialangriff und wird das Ding wahrscheinlich 2KO'en. Ich weiß nicht, ob Tuwai es one-shottet. Da müsste ich halt noch ein paar Analysen machen. Aber ich gehe davon aus, dass man das one-shotten kann mit Tuwai. Man wird zwar sehr viel Schaden kriegen durch die Water Cannon, aber ich gehe davon aus, dass man halt es dafür killt. Und man hat ja noch andere Temps, die ein Event noch heilen, zum Beispiel Kino. Ja, und zum Move-Pool würde ich meinen, wir haben einmal hier Kristallblumen-Gatling. Das ist halt der Signature-Move, den man halt kriegt, wenn man Tuwai zu Tuwai entwickelt. Das wird wahrscheinlich auch für die anderen Tuwai später der Fall sein, dass man halt einen Signature-Move kriegt, der halt zu dem Typ passt, in den es sich entwickelt.
Ich gehe zumindest sehr stark davon aus, dass wir noch ein Wasser- und ein Feuer-Tuval kriegen. Und dementsprechend wird es da wahrscheinlich auch laufen. Ja. Dann hätten wir noch Noxious Bomb. Eigentlich eine ziemlich starke Coverage-Attacke. Wir können uns dann hierbei aussuchen, ob wir das jetzt hier auf Toxic lassen oder mit den Shoins Horn halt die Toxic-Type-Attacke zu einer Wasserattacke machen. Um halt gegen zum Beispiel Feuer-Temps halt gewappnet zu sein. Dementsprechend, ja, oder zum Beispiel gibt es auch bestimmt später noch irgendwelche Boden-Wind-Temps oder Feuer-Wind-Temps, wo halt Wasser halt recht geil ist. Oder allgemein. Das ist eigentlich recht geil. Zum Beispiel ja, ich weiß nicht. Ich glaub nicht, dass Volcrane halt Tuval wollen würde. Dafür hat es halt den Nachteil, dass es halt eine Windschwäche hat. Dementsprechend müsst ihr halt mal gucken, wie euer Team dann halt darauf aufgebaut ist. Dementsprechend kann man das halt nehmen oder auch nicht. Ja. Alternativ kann man noch halt zum Beispiel Energy Drink nehmen, um halt zu verhindern, dass man das eingeschliefert wird. Oder man nimmt halt den Handfan, um halt nochmal halt ein bisschen Windattacken zu boosten. Ice Cube, bisschen Verteidigung gegen Feuerattacken. Lightning Rod kann man nehmen, muss man aber nicht. Pillow, na, ist eher weniger vom Vorteil. Punch Screen, ich glaube, das ist sogar noch was man eher nehmen könnte, weil dort wird ja der Angriff ja um jeweils der Angriff und der Spezialangriff halt um 30% reduziert und dementsprechend ist es eigentlich keine so schlechte Idee. Zum Beispiel auch der Talisman, um halt den Doom-Status zu verhindern. Ja gut. Ja gut, theoretisch kann man auch den Umbrella gegen Yukama nutzen, weil ja Yukama halt ziemlich schnell ist und halt richtig gute Spezialangriff hat. Ja, und ne, ja. Aber es ist dafür auch ziemlich eine Class kennen, um es genau zu sehen. Das wird wahrscheinlich keine Attacke überleben, was Tuval raushaut. Gehe ich zumindest sehr stark davon aus. Homalyu Slap ist halt, um halt etwas tankieren Temps halt die Verteidigung runterzukloppen. Das wird zum Beispiel auf Tuval wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn man halt Determined hat. Dementsprechend sollte man halt darauf achten, dass man das halt einsetzt gegen eher mehr Tanky, wo man halt auch ein bisschen länger überleben kann. Feather Gatling ist halt ein guter Step, Single Type Attack Bonus und dementsprechend auch sehr gut. Die anderen Attacken halt sind halt nicht so prickelnd. Ja gut, man könnte halt noch Diamond Fort für Homalyu Slap austauschen, weil man halt ein bisschen mehr Tanky geben will. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Bei den SVs, ja, Spezialattack brauchte man eigentlich eher weniger. Da würde man wahrscheinlich einfach darauf achten, dass man halt SVs voll hat. Stamina, Speed, Attack, Defense und Spezialverteidigung. Und Spezialattack kann man eigentlich ignorieren. Derzeit auf Tuval. Und auf Tuval. Weil der Move-Pool halt eher mehr darauf ausgelegt ist, dass man halt physisch zuhaut. Sehe alles physische Attacken. Kann man ja ganz gut an diesen Sternchen erkennen. Und dementsprechend, ja, finde ich es eigentlich auch recht stark. Ich würde sogar mittlerweile ins S-Tier setzen. Tuval war irgendwann mal sein eigenes Tier, weil es halt nicht so gut war. Aber Tuval ist halt
richtig stark. Vor allem gegen dieses ganzen Gift, Mental, ja. Es, es, es ist sogar recht gut gegen andere, ja gut. Natürlich bin ich in der Eile rausgeflogen. Ja gut, aber können wir ja auch das Video jetzt beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier wird gleich noch ein bisschen noch der letzte Kampf noch laufen mit Musik und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann und ciao.